Hallo zusammen, ich bin die Mo und heute gibt es mal ein paar Einblicke in meinen Motorradklamottenschrank. Wie ihr unschwer erkennen könnt, hat sich im Laufe der Zeit einiges an Klamotten angesammelt. Als Chopperfahrerin hast du natürlich nicht so die Riesenauswahl, zumindest war es 2013 so. Es hat sich glücklicherweise geändert mittlerweile. Als Reise-Enduristi hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten schon damals gehabt mit den normalen Touren-Textilklamotten und natürlich der Supersportlerfahrer mit seiner Einteiler-Kombi oder mit seinen Zweiteilern aus Leder. Und das passt natürlich nicht wirklich zu einer Chopperfahrerin. Dann lasst uns doch mal mit meiner ältesten Klamotte starten. Und zwar einer ganz klassischen Motorradjacke mit diagonalem Zipper. So sieht das gute Stück aus. Leidlicherweise ist hier schon der Zipper kaputt. Das ist letztes Jahr passiert. Das muss ich also demnächst mal zum Schneider bringen oder zum Schuster. So sieht das Ganze aus. Das ist also meine erste. Nein, ist nicht meine erste, ist meine zweite Lederjacke. Die erste habe ich bereits verkauft, weil ich da rausgewachsen bin. Ich habe mir dann hinten drauf nochmal so einen Patch gemacht. Den habe ich höchstpersönlich alle Swarovski-Steinchen selbst geklebt und selbst drauf. Also ich finde es ziemlich cool. Und weil diese schwarze Jacke im Sommer relativ schnell warm wird und das ist echt unangenehm, habe ich mich nach was anderem umgeschaut. Und irgendwann kamen dann auch mal etwas leichtere Lederjacken auf den Markt. Das ist diese Lederjacke. Haben sicherlich dieses Design schon einige von euch öfter mal gesehen. Und die hat hinten noch die Möglichkeit, da ist noch die Möglichkeit, dass du eine Kapuze dran machen kannst. Die habe ich nach 2 Fahrten abgemacht, weil es mich einfach nur genervt hat. Hier ist also auch Rückenprotektor drin, Schulter, Ellenbogen, alles das, was zu einer ordentlichen Sicherheitsbekleidung gehört. Also ich finde die graue Lederjacke auch richtig cool und wie gesagt, für einen Tagesausflug oder so ist es vollkommen ausreichend. Ein weiteres Stück Lederjacke habe ich mir Ende der letzten Saison besorgt. Und zwar gab es bei Polo ein Sale und da war die Jacke von 280 auf 99 € runtergesetzt und da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Und das ist so eine wunderschöne Herbstjacke, die absolut auch zum Chopper oder Vintage-Style passt. Und ich verstehe nicht, warum diese Jacke bei Polo als Ladenhüter jetzt für 99 € rausgehauen wurde. Ich finde die Jacke top, die macht super viel her, sieht klasse aus und hält auch warm, wenn es ein bisschen frischlich ist. So, da ist das gute Stück. Das ist wirklich richtig schweres Leder. Natürlich habe ich mir hinten noch wieder einen Rückenprotektor reingekauft. Ich habe mir hier an den Ellbogen den ursprünglichen Protektor rausgenommen, weil das ein harter Protektor war und dann diese neuen, modernen, sehr weichen Protektoren reingebaut. Das trägt nämlich überhaupt nicht auf. Das sieht man dann gar nicht, dass da ein Protektor drin ist. Hier oben natürlich Schulterprotektoren. So ein Plüschi-Kragen, den kann man abmachen. Der ist nur drauf geknöpft. Und dann gibt es dazu auch ein Plüschi-Innenfutter. Das Innenfutter kann man auch rausmachen. Also diese Jacke finde ich total klasse, die wärmt. Das ist richtig cool, wenn du im Herbst damit unterwegs bist. Puh, da kommst du richtig ins Schwitzen bei diesen schweren Lederjacken. Deswegen geht es jetzt in die Abteilung Textil. Coole Vintage-Klamotte für Chopper und Vintage-Fahrerinnen. Dann starten wir jetzt mal mit einer Jeansjacke der Marke Broga, gibt es auch bei Polo zu kaufen. So sieht das gute Stück aus. Sie ist figurbetont, zeige ich euch dann nachher, wenn es angezogen ist. Und ist ganz klassisch, ganz einfach geschnitten. Ist im Sommer super, die ist relativ winddicht, also wenn es richtig heiß wird, ziehe ich die nicht so gerne an. Dann gibt es von Broga auch noch so ein klassisches Holzfällerhemd
auch natürlich mit der Möglichkeit, hinten Protektor reinzumachen. Und hier sind auch welche drin. Hat Schutzklasse A, so wie die meisten Sommertextilsachen oder auch Tourentextil-Klamotten. Dementsprechend tut sich das mit einer Tourentextiljacke überhaupt nichts, was die Sicherheit angeht. Aber zu den Broker-Klamotten muss ich sagen, aufgepasst mit der Größe. M ist bei mir schon ein bisschen eng. Das heißt, lieber eine Nummer größer besorgen. Und Holzfällerhemden kann man ja nie genug haben, also habe ich auch noch eine von Spirit Leather. Die bin ich auch schon sehr lange gefahren. Wie man sieht, bleicht sie langsam aber sicher an den sehr exponierten Stellen aus. Finde ich super bequem, macht riesen Laune, wenn es warm ist. Das zieht wirklich ganz gut durch, dadurch, dass sie nicht sehr eng sitzt. Und ich habe mir hier, damit es nicht so aufträgt, auch wieder diese modernen, sehr weichen Protektoren eingebaut. Wie man sieht man fast nichts. Also. Und last but not least habe ich natürlich auch Tourentextil im Schrank. Hier diese FLM Adventure Jacke. Einfach, wenn ich irgendwie unterwegs bin, ich kann das Wetter nicht einschätzen und ich habe auch keine Lust, so viel Gepäck mitzunehmen, dass ich mir noch eine Wechseljacke einpacke. Also das Ding ist für das Wetter ist halt, wie es ist. Und weil obenrum die Sicherheit nicht genügend ist, brauchen wir natürlich auch Sicherheit für die Beine. Auch hier möchte ich wieder mit meiner ältesten Lederhose starten, die auch sehr gut zu eben meiner ältesten Lederjacke passt. Habe ich natürlich auch noch Kevlar Jeans und Leggings und die zeige ich euch jetzt auch noch. So, hier haben wir jetzt mein klassisches Biker-Outfit erster Stunde. Klassische Lederjacke und klassische Lederhose, keine schnürlederne, die habe ich irgendwie nicht gemocht. Ich mag das nicht. Ich mag eigentlich ganz gerne, wenn die Beine gerade sind. Dazu die Kochmannstiefel. Ja, schlicht und elegant. Hier jetzt die graue Lederjacke in Kombination mit meiner grauen Velour-Lederhose. Da habe ich auch ein bisschen kunstvoll mich mit Glitzy verewigt. Und wie ihr seht, die Hosenbeine sind etwas länger. Das ist relativ praktisch, wenn du vorverlegte Fußrasten hast. Ich kann die Jacke auch mal zumachen. Moment. Da oben ist also auch nochmal ein Druckknopf dran für den Kragen. Mal ein bisschen fummelig, finde ich, wenn man das nicht so sieht. So, und ich glaube, das sieht auch ganz schick und weiblich aus. Die Jacke ist zum Glück ein bisschen tailliert, also das haben die mittlerweile schon ganz gut raus, dass man nicht so aussieht, als hätte man einen Sack an. Die Lederjacke für den Herbst und für die kühleren Tage. Ich finde sie total stylisch. Das Leder fühlt sich total klasse an, ist Velour-Leder. Du hast ein tolles Teddy-Innenfutter. Den Kragen aus Teddy, aber den kann man abmachen, wenn es einen stört, mit dem Helm. Und sie ist hinten noch ein bisschen länger. Also ich finde sie total stylisch und total super. Hinten drin der Protektor fällt kaum auf. Ich habe hier die weichen Protektoren drin, die tragen auch so gut wie gar nicht auf. Oben sind noch ein paar harte drin, aber das tausche ich wahrscheinlich auch irgendwann aus. Und ich finde die Jacke einfach klasse. Kann man hier noch seitlich verstellen, hier unten, ein bisschen enger machen. Und jetzt mache ich sie mal zu. Ich finde oben immer die Druckknöpfe und das Ganze ziemlich fummelig. Aber gut, geht zu. Also wie ihr seht, alles einstellbar. Hier könnt ihr auch noch mal zumachen. Es sind zwei verschiedene Einstellungen möglich. Taschen sind auch praktisch. Also man kann in die Taschen wirklich was reintun. Es sind keine Ziertaschen. Dann hast du hier noch mal
Ah, komm schon. Auch mit Reißverschluss gesichert. Auch nochmal Taschen. Also ich finde diese Motorradjacke super. Und ich bin jetzt gerade mal 1-2 Minütchen drin. Und mir wird schon richtig warm. Ich verstehe nicht, warum das Ding ein Ladenhüter gewesen ist. Mir egal, dafür habe ich sie für 99 € bekommen. Kommen wir nun zum Sommeroutfit. Das ist meine Lieblingshose. Die ist von Hellfire und die gibt es leider nicht mehr. Die ist Kevlar verstärkt, vorne kommen noch Protektoren rein, ist im Moment nicht drin. Ich mache da auch mal diese ganz weichen rein, weil die tragen nicht so auf. Die Hose ist frisch gewaschen, deswegen sind da keine Protektoren drin. Und die gibt es leider nicht mehr. Und ich suche verzweifelt eine Hose, die einfach nur gerade Beine hat. Mittlerweile sind sie alle so auf total skinny und eng, aber ich möchte einfach eine Hose haben, die gut über die Boots geht und die einfach locker, lässig, leger aussieht. Vielleicht habt ihr ja da mal einen Tipp. Das ist die Jacke von Broga. Finde ich auch sehr cool. Macht was her. Broga gibt es bei Polo zu kaufen. Und auch hier trage ich M. Aber das wird schon ein bisschen grenzwertig. Ne? Also die sind relativ eng beschnitten. Und wer obenrum, also hier, ein bisschen mehr hat, wird mit M wahrscheinlich nicht glücklich. So, jetzt kriege ich die Jacke nicht an. Doch. So, und das Schöne bei der Sache ist, die Knöpfe sind keine Druckknöpfe, das sind Magneten. Ich finde das total praktisch. Das einzige Druckknöpfle ist da unten und hier an den Armen. Und ansonsten finde ich diese Jacke wirklich sehr, sehr nice und stylisch. Wer hätte gedacht, dass das Motorradklamotte ist? Ähnlich sieht es mit dem Holzfällerhemd von Broga aus. Auch das ist M und etwas eng geschnitten. Auch da, wer obenrum ein bisschen mehr hat, wird mit M nicht glücklich werden. Für den Sommer vollkommen ausreichend. Die Ärmel passt soweit. Es ist Sommer und da muss sich nichts irgendwo zumachen, dass kein Wind reinkommt. Auch sehr hübsch, aber irgendwie, ich mag das Holzfällerhemd von Spirit Motors eine Nummer lieber. Und hier haben wir nun das Sommeroutfit mit der Motorrad-Leggings. Es ist kein Reißverschluss vorne drin, also einfach unten reinschlüpfen, hochziehen, fertig. Vorne sind nochmal jeweils rechts und links eine Tasche, hinten leider nicht, aber das macht gar nichts. Und dieses Holzfällerhemd ist von Spirit Motors, M, und hier sind auch die Ärmel etwas länger, nicht so wie bei der Broga-Jacke. Innen drin ist Kevlar, klar. Und natürlich Protektoren, auch hier wieder die weichen Protektoren drin, damit es einfach nicht so aufträgt. Und man kann sich mit diesen leichten, flexiblen wirklich super gut bewegen, die fallen gar nicht auf. Ich mache auch hier mal die Jacke wieder zu. So. Und ein Relikt aus alten Tagen, wo Damen noch von ihrer Zofe angezogen wurden. Wir haben die Knopfleiste auf der linken Seite. Ich habe leider keine Zofe, ich muss mich selbst anziehen. Aber ansonsten ist doch ganz hübsch, sie ist ein bisschen länger als die Broga-Jacke, finde ich ganz gut, wenn man auf dem Bock sitzt, ein bisschen nach vorne, dann hast du hier auch noch genügend Stoff übrig. Doch. Also ich mag mein Spirit Motors Holzfällerhemd. Die Stickerei finde ich auch sehr schön, also passt soweit. Die Schuhe von TCX, die sind jetzt mal ein bisschen schmaler als die Kochmann-Stiefel, die sind schon relativ klobig, und die TCX-Stiefel sind passend für einen schmalen Fuß. Leidlicherweise haben die an der Seite keinen Zipper, sodass du jedes Mal schnüren musst. Das war jetzt mal mein kleiner Einblick in meine Motorradklamotten. Und das Schöne daran, finde ich, ist, man kann alles miteinander kombinieren.
Und es sind auch überall Verbindungsreißverschlüsse für Jacke und Hose mit dabei. Und die Hosen haben meistens Reißverschlüsse, also man kann alles sicher miteinander verbinden. Das finde ich ziemlich genial. Und eben die Kombinationsmöglichkeit. Ich fahre unheimlich gerne mit der Motorrad-Leggings, weil sie einfach so super bequem ist und auch bei längeren Touren, weil sie definitiv nirgendwo einschneidet, weder in den Hüftbeuger noch irgendwo obenrum. Es ist super bequem. Die schwarze Leggings hat halt das Problem, dass sie, wenn du sie viel fährst, natürlich im Sommer auch schnell ausbleicht. Bei Motogirl gibt es aber noch andere Motorradhosen für Damen, die wirklich super schön sind und auch in super vielen unterschiedlichen Größen vorhanden sind. Also Weite, Länge, Kürze. Also es ist definitiv sehr viel miteinander zu kombinieren bzw. auch bestellbar. Ach, auf eine Sache möchte ich auf jeden Fall noch eingehen. Und zwar auf die Sache mit den Protektoren. Habe ich hier die ganze Zeit von gesprochen. Und zwar habe ich diese alten, harten Dinger, die so vollkommen hart sind und unflexibel und erst wirklich flexibel werden, wenn sie so ein bisschen die Körperwärme abbekommen und ja auch relativ dick und ja, wie soll ich sagen, irgendwie unschön sind, also eher so Panzercharakter haben. Es gibt mittlerweile moderne Protektoren seit einigen Jahren und deswegen habe ich alles an Protektoren, an den kleinen Protektoren wie Ellenbogen, Schultern, Knie, habe ich durch diese modernen, flexiblen und dünnen Protektoren ausgetauscht. Die gibt es von verschiedenen Herstellern. Dieser hier ist von SAS Tech und hat definitiv genau dieselbe Schutzklasse wie so ein dicker Panzer. Sie haben Löcher für eine gute Klimatisierung, auch in der Hose, an den Knien und an den Schultern. Das ist echt angenehm, wenn man mit Textil fährt. Außerdem besitzen sie genau die gleiche Schutzklasse wie die dicken, unflexiblen Protektoren, wie man hier sieht. Das ist auch Klasse 2. Mehr als 2 Schutzklassen gibt es bei Protektoren nicht. Ich habe hier auch noch mal ein Beispiel für so einen schaumgegossenen, relativ unflexiblen. Der ist nach längerem Tragen und Benutzen und Biegen und hin und her, hat der hier schon einen Riss bekommen. Wenn euch diese dicken, schaumgegossenen Protektoren nerven, unangenehm sind, einfach durch diese hier ersetzen. So, und dann gehe ich jetzt auch mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr Fragen zu meinen Klamotten habt oder drumherum oder was die Protektoren angeht, einfach unten in die Kommentare schreiben. Lasst mir ein Like da, folgt mir. Es kommt definitiv noch mehr. Also, bis dann. Tschüssi, eure Mo.